Ihr wollt leckeres, zartes Rindfleisch und Rinderfilet ist euch zu teuer. Dann habe ich heute eine perfekte Alternative für euch und zeige euch, wie man ein Flanksteak richtig schön zart zubereitet. Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und ich zeige euch heute, wie man ein Flanksteak sous vide gart. Dazu brauchen wir als erstes natürlich ein Flanksteak. Und das packen wir als erstes in so einen Vakuumbeutel. Ich habe jetzt hier ein irisches Flanksteak, das ist nicht dry-aged und auch nicht irgendwie sonst besonders gereift. Aber trotzdem, wenn man das lang genug vakuumgart und schonend gart, wird es super zart. Wichtig ist tatsächlich beim Flanksteak, dass man dem viel Zeit gibt. Weil ihr seht das schon an dieser Faser, dass die sehr fest und sehr dick ist. Und wenn ihr das jetzt einfach schnell bratet und in den Ofen gibt für 10 Minuten, dann ist es in der Regel noch relativ fest. Kommt aber immer darauf an, was für ein Stück ist es oder ist es zum Beispiel dry-aged. Dann wollen wir das Ganze ja geschmacklich etwas verfeinern. Da könnt ihr wirklich sehr kreativ sein. Ich würde immer ein bisschen Fett reingeben, entweder Olivenöl oder mein Favorite dafür Butter. Und ich mag Knoblauch ganz gerne, deswegen mache ich ein bisschen Knoblauch da rein. Ich würde es nicht übertreiben. Ne? Ich würde jetzt nicht irgendwelche experimentellen Sachen da reinmachen, sehr viel. Wie gesagt, Knoblauch passt eigentlich immer, damit es lecker schmeckt. Den Knoblauch hauen wir einmal platt und geben ihn dann in den Beutel. Dann geben wir noch einen großen Löffel Butter mit rein. Noch einen zweiten. Vakuumieren das Ganze. Ich habe jetzt schon mal unseren klassischen Sous-vide-Garer auf 54 Grad eingestellt. Das heißt, das Wasser ist 54 Grad warm und da geben wir jetzt unser Flanksteak rein. Einfach aus dem Grund, dass wir mal ein anderes Gerät benutzen wollten. Sonst haben wir das ja immer in so einem Dampfgarer gemacht, der auch Sous-vide garen kann. Heute gibt es den klassischen Sous-vide-Garer. Packen wir hier rein und wir verlinken euch unten in die Beschreibung mal verschiedene Geräte, die ihr dafür benutzen könnt. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass das Gefäß groß genug ist, dass das Fleisch auch schön schwimmen kann. So, das schaut doch schon ganz gut aus. Das war jetzt tatsächlich fast 4 Stunden im Wasserbad. Wir nehmen es mal raus und ihr seht, das ist immer noch schön rosa, ne? Ist alles drin geschmolzen. Nehmen wir es mal raus. Dann gehen wir mal rüber zum Herd. Dann seht ihr auch mal ein bisschen was hier von der Kochschule. Hier drehen wir nämlich immer tatsächlich. Verrückt, oder? Ist gar nicht nur alles Fake hier. So. Dann packen wir es gleich aus. Wir machen ich habe hier mal so eine Grillplatte. Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale Pfanne nehmen. Schneiden den Beutel auf. Holen das Stück Fleisch raus. Dann lassen wir es schön abtropfen. Und dann können wir es eigentlich, hier müssen wir gucken, dass der Knoblauch, der hat sich hier so dran geklebt, bis der wegkommt. Dass nichts dran hängt. Oh, hier ist es so ein bisschen eingeklappt. Das müsst ihr natürlich versuchen zu vermeiden. Und ihr seht jetzt hier an der Stelle, wie schön rosa das ist. Also es ist theoretisch gar, wir könnten es jetzt einfach so essen. Aber das soll ja noch schön knusprig werden. Deswegen braten wir das noch etwas an. Dafür brauchen wir natürlich etwas Rapsöl. Ich gebe das Rapsöl jetzt einfach mal direkt hier so drauf. Damit wir gleich nicht so viel auf der Grillplatte haben, so Überschüssiges. Grillplatte ist heiß und dann kommt das Fleisch drauf. Bei voller Kraft, damit es schön braun wird, weil gar ist es ja schon. So, das sieht doch schon wunderschön aus. Jetzt seht ihr hier auch noch ein bisschen die Faser. Und ihr seht, das hat sich deutlich zusammengezogen und ist auch deutlich dicker geworden. Und ich schneide es einfach mal an. Und ihr seht, selbst hier das dünne Stück am Anfang ist immer noch schön hauchzart rosa. Wunderbar. Deswegen ist das Flanksteak eigentlich so das Stück Fleisch, was man am besten sous vide garen sollte, weil es einfach sehr dünn ist und wenn ihr das nur in der Pfanne bratet im Backofen, dann zieht das halt sehr schnell durch. Ne? Und ihr seht, jetzt haben wir hier noch so einen schönen hauchzart rosa. Ne? So, dann probieren wir doch mal, ob das hier schmeckt. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Und ob es zart geworden ist, weil das Flanksteak, wie gesagt, ist eigentlich ein recht festes Stück Fleisch. Deswegen muss man das schon sehr lange, aber schonend garen. Echt gut geworden. Es hätte Ticken roher noch sein können. Ja, wir hatten es auf 54 Grad im Wasserbad.
Ich glaube, wenn wir es auf 52 Grad gemacht hätten und dann angebraten, dann wäre es noch ein Ticken rosaner oder röter und wäre vielleicht noch etwas zarter. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen oder beim Nachgrillen. Ne, kann man auch super auf dem Grill machen, gerade bei dem schönen Wetter. Bis dahin, euer Sven.